Willkommen zurück, Freunde. Ja, mein Name ist Dennis, aka Fragrance Talk, immer noch auf der Insel Sylt anzutreffen. Ja, wir machen ein bisschen Urlaub hier und ich möchte euch heute Aqua Amara von Bulgari vorstellen. Den Duft, der zu Unrecht eingestellt worden ist. Der Duft, der für mich der beste aquatische Duft ever ist. Mit einer Haltbarkeit von 9-10 Stunden. Und ja, warum wurde dieser Duft eingestellt? Das ist immer so die Frage. Und ja, das möchte ich euch heute mal erläutern. Ich weiß nicht, warum er eingestellt worden ist, aber ja, ich hoffe, ihr schaut auch heute zu, weil ich bin der Meinung, ich hatte das ja ans Rollen gebracht. Ich hatte das ja als erster erwähnt, dass man so langsam mal wieder Einzelvideos machen sollte. Leider ist es immer noch ein bisschen, also es ist traurig eigentlich, dass sich keiner mehr für Einzelvideos in Deutschland natürlich wieder nur interessiert. Und ja, man macht sich dann die Arbeit und keiner klickt es, weil ich möchte euch wirklich Einzeldüfte wirklich ans Herz legen, weil ich, wie gesagt, ich bin leidenschaftlich dabei und es ging vor, ich weiß nicht warum, nur noch Top 10. Top 10 ist geil, aber nur verstehe ich nicht und ja, egal. Was bringt das Sülzen? Auf jeden Fall hier, für Leute, die das jetzt gucken, Aqua Amara ist eingestellt worden. Aber ihr bekommt ihn ab und zu noch irgendwo. Ihr müsst gucken, wenn, sofort zuschlagen. Das ist, wenn ihr aquatische Düfte mögt, so ein bisschen auch mehr Eigenstyle. Aber hier habt ihr eine leichte Süße durch die sizilianische Mandarine. Erstmal gehen Grüße wieder raus, La Familie nach Sizilien. Und das ist, es ist Urlaub. Es ist einfach Urlaub, Meer, leichtes Salzwasser, Wind. Und dieser Duft passt auch an einer Frau richtig nice. Und da liegt die Betonung auf nice. Das ist ein Duft, ich verstehe nicht, warum gerade der eingestellt worden ist. Natürlich könnte er vielleicht eventuell eine Rückkehr bekommen, weil er wurde eingestellt, vielleicht weil die EU-Richtlinien nicht so sein sollten, aber der wurde schon weit vorher eingestellt, bevor das kam. Aber man weiß es ja nicht. Aber Fakt ist auch, und ich sage es einfach, wenn er jetzt wieder irgendwann kommt, wird er nicht so sein wie der hier. Das kann ich so schon sagen. Er wird einfach nicht so sein. So, und ich bin froh, so sieht es ein bisschen leer aus, aber da ist noch einiges drin. Und ich bin froh, den zu haben. Ich hatte auch die anderen, die in dieser Reihe gehören, habe ich nicht mehr, brauche ich nicht. Das ist der Duft und es gibt keinen besseren. Diese Mandarine merkt ihr merkt, die Mandarine haut auch so ein bisschen, das macht nicht jeder. Und dann dieses salzige, dieses Meerfeeling, was ich schon gesagt habe, Wind, sommerlich, warme Temperaturen von 25, 30 Grad. Ich versuche euch gerade das Feeling anzubringen. Das ist dieser Duft. Und das ist so ein Traum und ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich weiß, dass er eingestellt worden ist. Natürlich, der ist nicht leer. Ich habe viele Düfte, aber für Leute, die den nur benutzt haben, und das gibt Leute, ich kenne welche, die haben nur diesen Duft benutzt, ist das absolut ärgerlich. Hier ist auch noch Patchouli und Weihrauch drin. So, Weihrauch, das ist geil. Das ist eigentlich so ähnlich. Der Duft ist nicht ähnlich, aber das nächste Meisterwerk, was dieses Weihrauch und Aquatische angeht, ist ja der Acqua di Gio Profumo. Und er wurde eingestellt jetzt. Natürlich hat er einen guten Ableger bekommen mit den Acqua di Gio Parfüm, aber dieses Moderige, was viele meinen, das sahen sie auch hier, ist aber nicht mehr da wirklich so bei. Also der Acqua di Gio, wir sind jetzt nicht bei Acqua di Gio, aber der Acqua di Gio wurde so ein bisschen ja, aufgepimpt für die Jugend da draußen jetzt oder für Leute, die das andere nicht so mochten. Naja, lassen wir es so stehen und hier ist das genauso, nur dass der keinen Ableger neuen bekommen hat. Aber so ähnlich wäre es dann wahrscheinlich auch, dass hier dieses Aquatische definitiv ein bisschen zurück, dieses ich sage mal so ihr kennt doch wie die Ostsee, Nordsee riecht oder Meer und dann, das würde so ein bisschen, oder sie würden es bestimmt zurücknehmen, aber diese Version hier, ich kann nur wirklich sagen, wenn ihr den noch nicht kennt, aber ihr mögt frische oder aquatische Düfte, dann holt euch den Duft. Ja, das wird ein bisschen teurer. Auf Parfumo könnt ihr zum Beispiel vielleicht auch mal ein bisschen günstiger schießen. Ich habe keine Ahnung, ob den da einer anbietet. Aber wenn, guckt einfach mal Aqua Amara von Bulgari.
absolutes Meisterwerk, was aquatische Düfte angeht. Es ist auch nicht zu vergleichen mit Megameer, gleich vorweg. Falls die Frage kommt, ist der zu vergleichen mit Megameer. Gleich vorweg, diese Aquamara ist in meinen Augen mit niemandem zu vergleichen. So. Und Megameer ist zwar stärker, was das Aquatische angeht, aber Megameer ist viel mehr salzig, viel mehr die Titanic von oben rausgeholt mit Rost etc. Der ist geil, ne? Aber wenn man den zum Beispiel auf die Klamotten irgendwann sprüht, dann riecht er irgendwann schwitzig. Megameer ist nur für die Haut zum Beispiel geeignet. Eau de Paris macht ja so eine Düfte, der ist ja von Eau de Paris, für die Leute, die es nicht wissen, Megameer. Und der ist eher für die Haut. Das könnt ihr auch auf die, ne, obwohl aquatische Düfte immer mehr für die Haut sind. Aber ja, ihr müsst ein bisschen darauf achten, nicht immer so viel auf die Haut zu sprühen. Ja, das war es eigentlich. Aquamara, und es ist, wie gesagt, ich versuche auch ab und zu mal jetzt wieder Einzelvideos zu machen. Natürlich, ich liebe auch Top 10 Düfte, nicht weil sie geklickt werden, sondern weil ich es geil finde. Ne? Ich liebe so und so Charts, ich liebe Statistiken und so weiter. Aber es muss auch mal anders, es müssen auch mal wieder so Einzelvideos vorgestellt werden. Überall klappt das, überall wird geklickt, nur hier in Deutschland wieder nicht und vor allen Dingen in dieser Community leider, was Parfüm angeht. Finde ich sehr schade, weil umsonst ist das hier alles nicht, das ist auch Arbeit, ich habe das schon mal gepredigt und weiß ich nicht, ja, also wenn ich so was gucke, was mich so interessiert, dann gucke ich es immer und auch über ewige Zeiten, weil weiß ich nicht, das ist doch geil. Das wäre so, als wenn ihr mit einem Job ich will nicht predigen, das ist so, ne? Und deswegen, ja, wie gesagt, schreibt mal runter, wie findet ihr Aquamara? Ihr habt ihn bestimmt auch, einige haben ihn und dann, ja, haltet ihn in Ehren und dann bis zum nächsten Mal. Vamos a la party.